Oberstaatsanwalt und Aushängeschild der Justiz. Das war Alexander B. aus Frankfurt, hier hinten im Bild zu sehen. Er galt als härtester Ermittler gegen betrügerische Ärzte. Jetzt ist der 54-Jährige selbst angeklagt wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung. Mit einem befreundeten Unternehmer soll B. unter anderem eine Firma gegründet und Aufträge für gerichtliche Ermittlungsverfahren vergeben haben. Im Gegenzug soll der angeklagte Unternehmer dem angeklagten Beamten einen Anteil an den Erlösen aus diesen Dienstleistungsverträgen zukommen lassen haben. Dem Land Hessen soll bezüglich des angeklagten Zeitraums August 2015 bis Juli 2020 ein Vermögensschaden in Höhe von 645.000 € in etwa entstanden sein. Alexander B. hatte sich so über Jahre ein System aufgebaut, mit dem er gut Kasse machen konnte, monatlich rund 4.000 € extra. Dem angeklagten Beamten wird im Rahmen des Untreuevorwurfs zur Last gelegt, dass er als Leiter der Zentralstelle unrichtige Rechnungen als sachlich richtig abgezeichnet hat. Das soll in insgesamt 55 Fällen passiert sein, in der Art und Weise, dass eben monatlich Sammelrechnungen oder Gesammeltrechnungen von ihm als sachlich richtig abgezeichnet wurden, obwohl er wusste, dass die eben sachlich nicht richtig sind. Er soll zum Beispiel 65 € pro Stunde fürs Kopieren oder Scannen von Akten abgesegnet haben, mehr als das Doppelte des üblichen Honorars. Der inzwischen suspendierte Oberstaatsanwalt habe auch völlig überflüssige Gutachten gegen Ärzte genehmigt. Schwierig an dieser Konstellation hier ist natürlich seine Rolle innerhalb der Justiz. Er hat fast die Hälfte seines Lebens hier zugebracht und er hat dem Ansehen der Justiz schweren Schaden zugefügt. Den Schaden haben nicht nur die Justiz und die Steuerzahler, sondern auch die Ärzte, die in Alexander B.'s Visier geraten sind. Die Ärzte sind sehr betroffen, zu Teilen auch empört und haben auch in hohem Maß mit Unverständnis reagiert. Dennoch war natürlich eine massive Sorge der beschuldigten Ärzte, des beschuldigten Arztes. Was macht es denn mit meinem Ansehen überhaupt, wenn das Ermittlungsverfahren weitergeht, wie Sie sagen, dann auch, wenn ich auf der Anklagebank sitze und dann eben hier in der Öffentlichkeit wie heute eine öffentliche Hauptverhandlung habe. Als Arzt stehe ich ja da immer im Fokus. Aufgeflogen war B.'s korruptes Verhalten erst durch seine inzwischen verstorbene Ex-Freundin. Und wohin sind die 280.000 € Schmiergeld, die er sich in die eigene Tasche gesteckt hat? Also er ist extrem selten in den Urlaub gefahren. Jahrelang ist er überhaupt nicht, ja, das weiß ich zufällig. Er hat diese Lebensgefährtin kennengelernt, die hatte 2 Kinder, 2 jugendliche Kinder in die Beziehung mitgebracht und das Leben in Frankfurt ist bekanntlich nicht billig. Die Justiz selbst hat dem angesehenen Oberstaatsanwaltschaft scheinbar jahrelang nicht genügend auf die Finger geschaut. Prozessbeobachter und HR-Journalist Volker Sievert mit einer Einschätzung. Die hessische Justiz hat natürlich ein Problem in dieser Form, dass es keine Revision gab, dass es kein 4-Augen-Prinzip gegeben hat. Diese Missstände wurden abgestellt. Das ist jedenfalls der Eindruck, den man gewinnen kann, das auch immer wieder beteuert wird. Insgesamt dürfte das jetzt nicht auf die gesamte Justiz ausstrahlen, sodass ich glaube, das Vertrauen in den Rechtsstaat ist jetzt nicht grundlegend erschüttert. Aber bei den Ärzten, die ja vor allem Leidtragende von Alexander B. war, gibt es viele, die haben natürlich einen Schock, an dem sie heute noch arbeiten, dass sie von einem, der sich jetzt möglicherweise im Verfahren als kriminell rausstellt, so hart rangenommen wurden. Heute wurde lediglich die Anklage verlesen. Gut 260 Seiten ist die lang. Erst beim nächsten Termin wollen sich Alexander B. und sein Mitangeklagter selbst zu den Vorwürfen äußern. Im Wesentlichen wird er das wiederholen, was er schon im Ermittlungsverfahren gesagt hat. Die Tathandlungen im Zusammenhang mit der Korruption werden eingeräumt und auch zur Untreue wird er sich auch verhalten. Bei den Ermittlungen gegen B. geraten 2 weitere Juristen ins Visier der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Die Untersuchungen hierzu dauern weiter an. Alexander B., der sich dauerhaft hat bestechen lassen, drohen jetzt bis zu 15 Jahre Haft. Den Status als Beamter und damit auch seine Pensionsansprüche ist er bereits los.